Was wäre, wenn eine einzige Absicht deinen ganzen Ramadan verändern könnte? Denn Ramadan ist nicht nur Fasten, es ist der Monat der Taten und vor allem der Monat der Absichten. Sie sind wie unsichtbare Samen, winzig im Moment, aber mit ewiger Wirkung im Jenseits. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Über Omar ibn al-Khattab wurde uns berichtet, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Gewiss, die Taten sind nur entsprechend den Absichten, und jedem Menschen steht das zu, was er beabsichtigt hat. Zwei Menschen können äußerlich dasselbe tun, fasten, beten, Koran lesen, doch ihre Belohnung im Jenseits ist unterschiedlich. Warum? Weil einer bewusst handelt, mit klarer und aufrichtiger Absicht, und der andere tut es nur aus Routine. Die Nia ist mehr als ein Gedanke. Sie ist eine innere Ausrichtung, ein stiller Vertrag zwischen dir und deinem Herrn. Es reicht nicht, den Ramadan einfach mitzumachen, sondern du sagst dir: Ich faste, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Doch was kann ich in diesem Monat zusätzlich tun für mein Jenseits? In diesem Vortrag möchte ich 3 Absichten vorstellen. Unscheinbar, aber wirkungsvoll. Sie brauchen ein wenig Aufwand, aber können dein Ramadan und dein Leben verändern. Absicht Nummer 1: Gehe zum Tarawih, um Allah näher zu kommen. Viele sehen das Tarawih-Gebet nur als Pflichtgefühl, als Gruppendynamik. Doch stell dir vor, du sagst dir bewusst: Ich gehe in die Moschee, um mit Allah zu sprechen, um dabei zu sein, wenn Seelen sich im Licht seiner Nähe erheben. Tarawih ist nicht einfach ein Bonusgebet, es ist ein Spiegel deiner Sehnsucht. Es zeigt: Mein Herz will die Nähe Allahs. Wer regelmäßig Tarawih betet, sollte sich nicht nur dafür rühmen, als hätte er etwas geschafft. Vielmehr sollte er dankbar sein und Allah bitten, noch viele Nächte mitstehen zu dürfen. Und wer es bislang nicht in die Moschee geschafft hat, soll sich keine Vorwürfe machen. Fasse dir eine Absicht und sag: Ich will dieses Jahr wenigstens an einem Wochenende Tarawih beten. Ich will wenigstens jeden 2. Tag mitbeten. Ich will inshallah jede einzelne Nacht Tarawih in der Moschee verbringen. Wähle eine Moschee, deren Imam dein Herz erreicht. Komm rechtzeitig, um in der ersten Reihe zu stehen. Spüre die Kraft der Umma, Schulter an Schulter. Selbst wenn du nur wenige Nächte schaffst, mit aufrichtiger Absicht kann Allah dir die Belohnung vervielfachen, als hättest du jede Nacht gebetet. Absicht Nummer 2: Lese den Koran und verstehe ihn. Ramadan ist der Monat des Koran. Nicht nur zum Anhören, nicht nur zum schnellen Durchblättern, sondern zum Leben. Allah offenbarte im Ramadan das größte Geschenk an die Menschheit, Al-Quran al-Karim. Und das erste Wort, das auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabkam, war Iqra, lies. Viele Muslime lesen im Ramadan eifrig auf Arabisch, um Hasanat für jeden Buchstaben zu bekommen. Und ja, Rasulullah sagte: Wer einen Buchstaben aus dem Buch Allahs liest, für den gibt es eine gute Tat. Und jede gute Tat wird verzehnfacht, überliefert bei Tirmidhi und auch von Sheikh al-Albani als Hasan eingestuft. Aber reicht das? Genügt es uns, Buchstaben zu lesen und nicht zu verstehen, was unser Schöpfer uns mitteilen will? Wo ist unsere Neugier auf seine Gebote und Verbote, auf den reinen Tawhid, die tiefgründigen Gleichnisse, die Geschichten der Propheten? Wie können wir Allahs Worte lieben, wenn wir sie nicht begreifen? Fasse deshalb eine klare Absicht. Lies jeden Tag eine Seite auf Arabisch, aber auch eine gute deutsche Übersetzung oder einen zuverlässigen Tafsir. Wenn du Arabisch beherrschst, vertiefe dein Wissen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, versuche es mit einer App, mit einem Kurs oder mit rechtschaffenen Geschwistern. Sag dir: Beim nächsten Ramadan will ich diese Sure oder diese Verse auswendig lernen, mit Bedeutung. Alhamdulillah, wir haben heute alle Möglichkeiten. Was uns fehlt, ist nicht der Zugang, es ist die Absicht und der Wille. Absicht Nummer 3: Füttere dein Herz mit nützlichem Wissen. Wir leben in einer Zeit voller Clips, Vorträgen, Reels und Meinungen. Jede Sekunde scrollen Gedanken über deinen Bildschirm, aber welche davon berühren dein Herz? Gerade im Ramadan kannst du einen Unterschied machen. Fasse dir daher die Absicht: Ich möchte jeden Tag 20 Minuten gezielt islamisches Wissen aufnehmen, um Allah näher zu kommen. Ob während dem Fasten, nach dem Iftar oder nach dem Tarawih, Zeit ist vorhanden, um etwas Wissen zu tanken. Ob es Tafsir ist,
die Biografie des Propheten a.s., Herzensbildung oder Fiqh. Entscheide dich bewusst für Inhalte, denen du vertraust. Frage dich, ob diese Quelle authentisch ist. Gibt die Quelle nur islamische Informationen rüber oder vermehrt sie das Licht in dir? Und vielleicht entdeckst du dabei auch neue, aufrichtige Projekte, kleine Kanäle, junge Dauerversuche, die versuchen mit Koran und Sunna Herzen zu erreichen. Vertraue nicht blind, aber prüfe ehrlich, und wenn dein Herz sich öffnet und zufrieden ist, so profitiere davon. Denn die Suche nach Wissen ist eine Ibadah, besonders im Fastenzustand. Außerdem ist Wissen zu suchen bei Allah nie umsonst, besonders nicht im Ramadan. Abu Huraira radiallahu anhu überlieferte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Weg geht, um Wissen zu suchen, dem erleichtert Allah dadurch einen Weg ins Paradies. Wie groß muss die Belohnung sein, wenn du im Zustand des Fastens mit leerem Magen und müdem Körper dennoch Allahs Worte hören willst? Allahs Barmherzigkeit in diesem Monat ist grenzenlos. Jede Minute, die du auf seinem Weg verbringst, wird dich am Tag der Auferstehung erfreuen, bi'idhnillah. Im Ramadan stehen die Tore der Barmherzigkeit weit offen. Doch die Frage ist nicht, ob sie offen sind, sondern gehen wir hindurch oder halten wir uns selbst zurück? Wie wollen wir außerhalb des Ramadan gottesfürchtig werden, wenn wir nicht einmal in diesem besonderen Monat bereit sind, unsere Herzen zu wenden? Vergisst nicht, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zog sich in den letzten 10 Nächten zurück. Er betete mehr und machte mehr Dua als sonst. Er a.s., dessen vergangenen und zukünftigen Sünden bereits vergeben waren. Und doch flehte er aus Liebe, mit Demut und Hoffnung. Begrenze dein Dua nicht, denn Allahs Schätze sind unbegrenzt. Bitte um alles Gute, hoffe auf alles Gute, nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Schreib dir deine Absichten auf, sei es in dein Handynotiz oder auf Papier. Sprich jeden Morgen zu dir, heute will ich besser sein als gestern. Und erinnere dich, auch die Absichten anderen zu helfen wird belohnt. Wenn du deiner Mutter beim Iftar hilfst, kann genau das ein Grund sein, warum Allah dir vergibt. Abu Huraira berichtete uns von einem Hadith Qudsi. Wer sich mir eine Spanne nähert, dem nähere ich mich eine Elle. Und wer sich mir eine Elle nähert, dem nähere ich mich eine Armlänge. Und wer zu mir gehend kommt, dem komme ich eilend entgegen. Brüder und Schwestern, unser Ramadan beginnt nicht mit der Mondsichtung, sondern mit der inneren Ausrichtung, mit einer Absicht. Denn eine einzige, aufrichtige Nier kann aus einem gewöhnlichen Fastenmonat einen Monat der Reinigung machen. Aus einer Routine wird eine Veränderung, aus einer Pflicht wird ein Geschenk. Und plötzlich freuen wir uns nicht mehr, dass der Ramadan endet, sondern wir weinen, weil er uns wieder viel zu früh verlässt. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.